Ja, der Sommer geht allmählich zu Ende. Wir haben Ende August. Sommerferien in Berlin und Brandenburg enden jetzt auch an diesem Wochenende. Aber wir machen es trotzdem. Wir erzählen einmal was über ein Cabriolet. Und zwar ein, wie ich finde, sehr spannendes, das auch nicht, glaube ich, alle auf dem Schirm haben. Wir haben hier den Alfa Romeo Spider für euch mal ausgegraben. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto d'amor. Also relativ selten. Es wurde nur 39.000 Fahrzeuge produziert. Und zwar von 1994 bis 2004. Verkauft wurden sie, glaube ich, bis 2006, 2008. Dann gab es den Nachfolger auf Basis des Alfa 159. So, dieser Wagen, der nennt sich intern Tipo 916. Hört sich ein bisschen nach Porsche an, ne? 916. Ist es aber nicht. Ist ein waschechter Alfa und ein wirklich interessantes Fahrzeug, weil zum einen löste er den wohl bekanntesten Alfa Romeo der Nachkriegsgeschichte aus, nämlich den Duetto Spider nicht aus. Den Duetto Spider, der noch klassisch geformt war, auf den alten Grundkonzepten, Grundwerten von Alfa basierte, Heckantrieb, längs eingebauter Vierzylindermotor mit zwei oben liegenden Nockenwellen. Zum Schluss, also mehrmals überarbeitet. Zum Schluss wurde er nochmal grundsätzlich überarbeitet, schon als Alfa damals zu Fiat gehörte. Und das ist das Stichwort. Alfa wurde 1986, glaube ich, von Fiat übernommen. Und dann dachte man, ja gut, okay, wir müssen an der Modellpalette von Alfa wirklich was machen, weil es gab damals den Alfa 75, heute auch ein gesuchtes klassisches Fahrzeug, Alfa 90. Die basierten alle wirklich noch auf der Giulia, auf der Giulietta, also mit Hinterradantrieb, längs eingebauten Motoren und natürlich den Duetto Spider, das einzig offene Auto von Alfa, der einfach nur Alfa Spider hieß und allen bekannt war. Den gab es dann als Fastback, dann gab es den mit diesem kleinen Bürzel hinten, also mit dieser Gummilippe hinten. Mochten die Leute weniger. Und zum Schluss wurde er nochmal grundlegend überarbeitet, schon zu Fiat-Zeiten. Nochmal so glatt geschliffen. Eigentlich ein sehr schönes Auto, der bis 94 dann produziert wurde. Und dann kam dieses hier, dieses Auto. Also basierte auf einer Plattform, nämlich der Fiat Tipo-Plattform, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Also der Mittelklasse-Limousine, darauf basierte auch der Alfa 155. Und dieses Auto hier, was zeitgleich vorgestellt wurde, 1994 auf dem Pariser Automobilsalon in Paris im Oktober. Und der wurde mit dem GTV, das war die geschlossene Version. GTV ist ja auch so eine Nomenklatur von Alfa, die halt bekannt ist. Der GTV war halt die geschlossene Variante und dieser Alfa Spider. So. Und Designmerkmale sieht man sofort, wenn ihr euch so ein bisschen mit Alfa interessiert, ist halt diese Sicke. Die hat man ursprünglich, gab es schon von Pininfarina, glaube ich, eine Studie für Audi Quattro noch was hieß die. Die hatte diese Sicke und die wurde dann erstmals beim 164 von Alfa, also der großen Limousine, die mit Saab und Fiat parallel entwickelt wurde, wurde die im Alfa 164 allerdings waagerecht durchgehend durchgeführt. Das fand ich damals schon irgendwie sehr spannend, das Auto vom Design. Und hier hat man die also quasi nochmal einfach vergrößert und einfach dynamisiert, indem sie also hier so hochging. Das Auto wurde unter der Rigide, also nicht direkt, aber unter der Rigide von Walter de Silva gemacht, der ja später auch beim Alfa, wie ich fand, den allerschönsten Alfa aller Zeiten gebaut hat. Also nach wie vor ein Traumwagen, optisch der Alfa 156, diese Mittelklasse-Limousine. Und da war ich übrigens nicht der Einzige, der den wahnsinnig toll fand. Das fand auch Ferdinand Piëch. Und der warb dann nämlich Walter de Silva ab zu Audi. Und da hat er dann erst für Seat gearbeitet und dann später den ersten A6 gebaut mit diesem Single-Frame-Grill ab 2004. Das hat Walter de Silva verantwortet. Und hiermit, also unter seiner Rigide sozusagen, er war nicht der Designer dieses Fahrzeuges, aber unter seiner Rigide wurde dieses Auto sozusagen bei Alfa dann in Serie produziert. So ein weiteres Design-Highlight finde ich ja das Heck. Also hier hat man keine einzelnen Leuchten, sondern halt so eine Leuchtleiste, wo es also auch keine gelben Blinker mehr gibt, sondern nur gelbe Glühbirnen, die dann irgendwie gelb durchscheinen. Und das sieht eigentlich sehr dynamisch aus und auch sehr, sehr elegant, weil du hast hier so diese weichen Rundungen, diese Kanten dann wieder, die sich so leicht in die Rundung einarbeiten, dieser Heckdeckel, der hier so abfällt und dann diese Lichtleiste und ein relativ breites Heck, also viele würden sagen breiten Arsch,
das sieht schon schön aus. Also das wirkt schon sehr kraftvoll. Und fand das Auto eigentlich immer fürchterlich schrecklich hässlich. Aber jetzt so nach der Zeit und wo ich es jetzt auch seit längerem mal wieder gesehen habe, denn viele fahren ja nicht mehr rum, finde ich es eigentlich echt ein schmuckes Fahrzeug. Also es hat wirklich was Tolles und passt, finde ich, wie kaum ein anderes Auto zu unserem Kanal, nämlich so ein bisschen vergessen, durchaus auch unterbewertet noch. Also Preise gehen so ab 3.000, 4.000 Euro los. Ab 5.000 kriegt man, glaube ich, was wirklich Brauchbares. Die Top-Modelle dann mit diesem legendären Busso-Motor, also dem Sechszylinder, der wunderschön aussieht, einen tollen Klang hat. Den zum Schluss in der Phase 3, nämlich sogar mit über 200 PS gehabt, mit 3,2 Litern, zuerst mit 3 Litern. Also diese Sechszylinder sind sehr teuer, mittlerweile auch fünfstellig, wenn sie gut sind. Und die 2 Liter so brauchbar ab 5.000 Euro. Das ist eigentlich relativ wenig Geld für ein, wie ich finde, sehr schönes Auto. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you. The clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune. For no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now Jetzt zeige ich euch noch mal den Motor. Also hier, das ist so ein bisschen fummelig. Also hier gibt es irgendwo in den Tiefen, schwarz, nicht abgehoben, zwischen irgendwelchen Relais gibt es dann diesen Haubenzug. So, und hier habt ihr jetzt, und achtet mal darauf, das ist ganz lustig, das ist also eine aus einem Teil hergestellte Kunststoffhaube, die über Dämpfer sogar hochgeht, weil die ist auch relativ schwer. Und das fand ich auch ein tolles Element. Also man hätte jetzt denken können, die Scheinwerfer gehen jetzt hier mit der Haube hoch, sind in die Haube integriert. Nein, das ist ein ganz normaler, flacher Scheinwerfer, der im Prinzip dadurch zum Rundscheinwerfer wird, weil die Haube ihn mit diesen sehr eng anpassenden Rundungen quasi verdeckt. Finde ich lustig. Also bin ich vielleicht alleine da auf der Welt, der es lustig findet, aber ich finde es gut. So, und das ist immer wieder das, was mich bei italienischen Autos einfach fasziniert. Also bis in die Neuzeit hat man gerade auch bei Alfa immer wieder versucht, die Technik zu zeigen. Ja? Also es gab ja dann den Trend, auch Mitte der 90er schon, dass man alles irgendwie verschalte mit Kunststoffapplikationen und irgendwelchen Platten, damit man bloß den Motor nicht sieht. Nein, Alfa zeigt diesen Motor aus Alu, mit einem Aludeckel hier. Darunter sitzen halt die Zündkerzen, 2 pro Zylinder. Das hat man sogar gezeigt hier, ja, ist das nicht lustig? Hier sind 2 Kreise. Oder sollen das die Ventile sein? Ne, es sind 16 V. Also es scheinen die Zündkerzen zu sein. Also ihr braucht hier 8 Kerzen anstatt 4. Und hier ist der Zahnriemen, ist ein Zahnriemenmotor, der auch ganz gut zugänglich ist. Also ich bin kein Alfa-Experte. Ich weiß auch über dieses Auto, was technisch so gut ist oder nicht gut ist, relativ wenig. Deswegen will ich mich da auch gar nicht mit aufhalten. Erzähle ich wahrscheinlich nur Blödsinn. Insofern lasse ich das. Aber es sieht mir auf den ersten Blick jetzt nicht wahnsinnig schrauberfreundlich aus. Es ist relativ eng. Sicherlich kann man das hier alles wegbauen. Also hier gibt es nämlich diese Kunststoffapplikationen. Aber so wahnsinnig viel Platz hat man hier nicht. Und man muss, glaube ich, da schon relativ auch wissen, was man macht bei den Alfa-Modellen. Also ich würde da jetzt nicht einfach so aufs Geratewohl dran schrauben. Der Motor ist schon, glaube ich, nicht so ganz simpel. Also der ist drehfreudig, der wird auch richtig gedreht worden sein im Laufe seines Lebens, weil wenn man so einen Alfa fährt, dann will man ja auch Freude haben. Und die waren ja auch damals als Neuwagen jetzt nicht so wahnsinnig günstig, nicht? Also Alfa war eine Luxusmarke, was viele auch vielleicht gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Alfa war vor dem Krieg einer der bedeutendsten Luxuswagenhersteller überhaupt und Sportwagenhersteller vor allen Dingen. Diese berühmten Alfa 6C und 8C. Und die wurden dann im Krieg quasi übernommen, die Chassis. Und dann gab es halt Sonderkarosserien von Touring. Also unübertroffen schön ist nach wie vor dieser Alfa 6C Villa d'Este. Den könnt ihr mal googeln, wenn ihr den findet. Oder wir machen mal ein Bild mit rein. Ein traumhaft schönes Auto für die oberen Zehntausenden, kurz nach dem Krieg. Wurden wirklich direkt nach dem Krieg gebaut. Und also wirklich tolle Fahrzeuge. Und dann baute Alfa auch nach wie vor wahnsinnig schöne Sportwagen, auch in den 50er, 60er Jahren.
Giulietta Spider, traumhaft schön. Giulietta selber traumhaft schön. Die Giulia, unübertroffen tolles Auto. Ein Auto, was aussieht wie ein Klotz, aber einen unglaublich tollen CW-Wert schon hatte damals. Die Giulia, also nach wie vor einer der schönsten Klassiker der 60er Jahre, finde ich. Und mit diesem Auto begann die Neuzeit bei Alfa. Und was man heute denn noch so baut bei Alfa, ich weiß es nicht. Das letzte Auto, was ich von Alfa noch kenne und was ich wunderschön fand und auch schon mal gefahren bin, war die letzte Giulia, die so ein bisschen auf Maserati-Basis auch basierte, mit Heckantrieb wieder, längs eingebauten Motor. Ein tolles, schönes Auto. Ob sie die noch produzieren, kann ich euch gar nicht sagen, aber die fand ich sehr, sehr schön. Ja, jetzt fahren wir hier mit dem Alfa Spider Tipo 916 mit Vorderradantrieb und der erste Fahreindruck ist, dass er eigentlich viel, viel besser fährt, als ich dachte. Also er ist relativ verwindungssteif, also es gibt hier keine wirklichen unangenehmen Erschütterungen. Er ist relativ straff ausgelegt, eine sehr direkte Lenkung, Servo unterstützt natürlich. Also wir sprechen ja hier von einem Auto der Mitte der 90er Jahre, also so wahnsinnig alt ist er jetzt auch noch nicht. Sehr exakt schaltbares 5-Gang-Schaltgetriebe, lässt sich auch unspektakulär untertourig fahren. Der Motor ist jetzt kein, also wie man das von der Giulia gekannt hat, das ist so ein lauter Brummer, das ist er überhaupt nicht, der ist sehr kultiviert. Hängt gut am Gas, 150 PS, ist ja für so ein Auto auch nicht allzu wenig, wobei man sagen muss, dass dieser Wagen relativ schwer ist, weil man ursprünglich gedacht hatte, ihn auch in den USA verkaufen zu können und hat ihn deswegen auch hinsichtlich der Sicherheitsbestimmungen der USA konstruiert. Er wurde dann aber nie in den USA verkauft, also ausschließlich in Europa. So, wie gesagt, Motor hängt gut am Gas, schaltet sich sehr schön. Wie gesagt, wir sprechen hier vom Auto von 1997 mit fast 264.000 Kilometern, also durchaus auch viel gefahren worden. Jetzt hört man so ein bisschen so leichtes Auspuffbrummen, was so ein bisschen Fahrfreude aufkommen lässt. Jetzt gehe ich hier mal in den vierten. Also durchaus so ein paar sportliche Ambitionen, macht tatsächlich Fahrfreude, kann man nicht anders sagen. Und was sehr schön ist, seht ihr jetzt vielleicht an meinem Resthaar, es weht hier ordentlich, also es ist ein richtiges Cabriolet-Gefühl. Die Scheibe ist zwar sehr in den Innenraum reingezogen, aber längst nicht so störend wie beim 206 CC, den wir ja mal hatten, von Peugeot. Also schon ein tolles, offenes Fahrgefühl. Reiner Zweisitzer übrigens, nichts mit 4 Notsitzen oder 2 Notsitzen. Und hier ist einfach nur 2 Sitze. Also ein ganz grundehrliches, schönes Cabriolet-Gefühl. Für noch relativ wenig Geld. Und wie gesagt, der 2 Liter, finde ich, wie immer reicht vollkommen mit 150 PS. Dieser legendäre 6-Zylinder ist natürlich ein schöner, wahnsinnig schön anzuschauender Motor. Hat auch einen tollen Klang, aber ist natürlich auch deutlich schwerer und dadurch ist dann das Auto auch wesentlich kopflastiger. Insofern finde ich, ist dieser 2 Liter eigentlich ein sehr schöner Kompromiss. So elektronische Macken zeigt er uns gar nicht an, keine Airbag-Kontrollleuchten, keine anderen Motorstörlampen oder so etwas. Also das scheint alles gut zu laufen. Der Motor schnurrt auch sehr, sehr schön. Jetzt fahren wir hier gleich wieder unsere ultimative Hoppelstrecke, um nochmal zu zeigen oder zu schauen, wie verwindungssteif das Fahrzeug wirklich ist. Und ob er wirklich überall klappert. Naja, also nicht schlimm. Bisschen Geräusche macht er natürlich. Schnarren so ein bisschen die Fensterheber in den Türen. Aber wie gesagt, dafür sind Alfa Romeo auch nicht gemacht, dass sie über schlechte Wegstrecken wahnsinnig gut fahren. War jetzt nicht das Hauptentwicklungsziel. Aber selbst hier auch im Lenkrad gibt es jetzt keine gravierenden Schwingungen. Das Lenkrad ist so ein bisschen in der Höhe verstellbar, also hoch und runter. Rein und raus ist, glaube ich, nicht.
So, jetzt sind wir diese Huppelstrecke wieder los. Die Alpha-Motoren galten ja auch als relativ drehfreudig. Also hier fängt der rote Bereich erst bei 7000 Umdrehungen an. Ich ziehe den jetzt nicht mehr so hoch. Das ist ja schon ein Motor mit hoher Laufleistung und mir gehört das Auto nicht. Insofern lasse ich das. Aber ich glaube, man kriegt ein bisschen Freude, so, wenn man ab 5.000, 6.000 Touren den hier hochdreht, dann kommt auch die volle Leistungsentwicklung. Ich habe jetzt nicht die Daten im Kopf, ab wann er seine 150 PS komplett erzeugt, aber ich nehme mal an, so ab 5.500 ist die volle Leistung da. Also ich finde es tatsächlich ein spannendes Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr habt ja schon gesehen, dass selbst ich, der ja durchaus auch ein bisschen kritisch ist, dieses Fahrverhalten von diesem Auto eigentlich viel besser fand, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich dachte, das ist so eine wackelige Klapperkiste, Vorderradantrieb, kopflastig, untersteuernd, langweilig. Nee, ist nicht der Fall. Also ein toller drehender Motor, diesen 2 Liter Twinspark Motor, toll drehend, tolles Fahrwerk, tolle Schaltung, ein richtig Spaß machendes Fahrzeug für wenig Geld. Und da sehe ich dann sogar so ein bisschen über diese Schwachpunkte hinweg. Das tue ich ja so oder so ganz gerne als Citroën-Fan und Saab-Fan. Die Verarbeitung ist jetzt nicht auf dem Niveau von Audi oder dem SLK, den es dann ja irgendwann auch gab, oder dem BMW Z3, der jetzt auch nicht so top verarbeitet war. Der wurde in den USA gebaut, der war jetzt auch nicht so richtig toll. Aber es ist schon schön anzusehen. Also gerade hier dieses Rot in diesen Ledersitzen, also die auch toll geformt sind mit diesen Steppnähten und die auch relativ viel Seitenhalt bieten, auch ganz bequem sind. Also das macht schon einen guten Eindruck, das sieht man sich wirklich gerne an. Und gehen wir weiter ins Interieur. Also hier hat man, zuerst wollte man dann halt so ein Fiat-Armaturenbrett reinbauen. Da hat Alpha dann gesagt, nee, so weit lassen wir es jetzt nicht kommen. Also wir wollen schon noch so ein bisschen die Historie, also diese tief sitzenden Rundinstrumente, diese großen, die halt Auskunft über die Drehzahl und über die Geschwindigkeit geben. Und dann hier ganz, ganz viele kleine Kontrollleuchten, hier so ein kleines Infodisplay digital. Dann hier so eine eigentlich ganz schön geformte Mittelkonsole, die hier, glaube ich, schon mal überarbeitet wurde. Ursprünglich war das ein Softlack, der sich mit der Zeit abgelöst hat. Bedienlich ist das Ganze irgendwie, wenn man sich einmal eingefuchst hat, ganz okay. Also man kann hier zum Beispiel den Kofferraum öffnen im Armaturenbrett. Den zeige ich euch jetzt mal. Der auch relativ winzig ist. Also man kriegt hier, glaube ich, keine Sprudel- oder Bierkiste rein, es sei denn, man entfernt das Notrad. Das muss man dann irgendwie auf den Beifahrersitz stellen, denn er hat nur 2 Sitze. Und dahinter ist noch so eine kleine Ablagemöglichkeit. Also hier ist so ein Fach, das kann man abschließen, Sicherheitsbedingungen, das kriegt man aber auch so auf. Da passt so Kleinkram rein, nicht? Also auch nichts Großes. Dann zeige ich euch nochmal diesen Verdeckmechanismus, der ist so ein bisschen fummelig, finde ich. Also es gab auf Wunsch auch ein elektrohydraulisches Verdeck, das hat der hier nicht. Es gab nämlich als Serienvariante ein ganz normales manuelles Dach, was ich eigentlich ganz gut finde. So, also jetzt zeige ich euch das Verdeck, das ist ein bisschen fummelig, weil es mehrere Schritte beinhaltet. Zuerst werden hier diese Ösen an der A-Säule gelöst, am Windschutzscheibenrahmen, das ist ja üblich. Und jetzt habt ihr hier 2 so Schalter. Und zwar ist dieser hier für das Entriegeln des hinteren Verdecks. Also da sind so 2 Ösen, wo es reingesteckt wird. Und wenn ich das jetzt hier drücke, dann sollte sich das gelöst haben. So, und hier klemmt das schon so ein bisschen. So, und jetzt drücke ich nochmal auf den zweiten Knopf, was ein bisschen doof ist, weil man jetzt eigentlich rumrennen muss. Und dann löst sich hier diese Geschichte. Ja, und jetzt kann ich das ganze Verdeck hier sozusagen vorsichtig, wie gesagt, diese Gummischeibe da immer ein bisschen drauf aufpassen, dass die keine Knicke kriegt. Hier, das kann man auch so ein bisschen liebevoll falten. Die würde ich wieder einziehen. So, und jetzt kann man das Ganze hier wieder schließen. Bisschen fummelig. Also mag auch sein, dass das aufgrund des Alters dieses Fahrzeuges nicht mehr so optimal funktioniert, aber es geht immerhin noch. Und wie gesagt, da sind wieder so 2 Magnetschalter, also das sind natürlich wieder so Fehlerquellen. Also wenn es richtig komplett manuell wäre, ohne Elektrik, fände ich das natürlich schöner, aber man kann nicht alles haben.
Dann zeige ich euch gleich mal so einen Schwachpunkt, das ist hier dieses Verdeck. Also hier gibt es nur so eine Gummischeibe quasi, also nicht mal Plexiglas, sondern einfach nur eine kleine Verdeckscheibe. Und hier seht ihr schon den Manko, also das zieht sich hier scheinbar immer irgendwie zusammen. Das ist so ein Schwachpunkt und dann wälzt sich das hier so. Ich bin jetzt überfragt, ob es da neue Verdecke gibt auf dem Zubehörmarkt, die man relativ schnell montieren kann. Aber ein guter Sattler wird sicherlich immer wieder das hinkriegen. Man kann scheinbar hier, das ist auch so ein Klettverschluss, das hier nochmal abmachen und die Scheibe irgendwie versenken, aber weiß ich nicht. Mache ich jetzt auch nicht. Aber das ist einfach ein tolles Auto und jetzt sehen wir es nämlich auch mal geschlossen, weil er geschlossen wieder ganz anders wirkt, wie viele Cabriolets im Übrigen, als offen. Ja, und jetzt hat er noch eine lustigere Silhouette, finde ich. Jetzt sieht man nämlich, wie diese Linie hier, also die läuft ja ganz, ganz stark hier zu, die wird hier nochmal so unterbrochen von diesem Schwung. Was ich auch total spannend finde letzten Endes, das ist ja sehr geometrisch, sehr linear und dann hat man hier auf einmal so eine Rundung und die steigt wahnsinnig stark an, bis hier ungefähr und hier macht sie jetzt einen Knick und hier fällt das ganze Heck dann ab. So, das ist natürlich ein witziges Design, weil letzten Endes, also jeder Designer würde heute, um Dynamik rauszubringen, das natürlich weiter ansteigen lassen, ein hohes Heck haben. Aber irgendwie hat man sich das damals anders überlegt. Beim GTV ging das, glaube ich, noch weiter. Also das ist beim Spider, fällt es sehr stark ab, das Heck. Aber irgendwie sehr ungewöhnlich, sehr spektakulär, wie ich finde, und mittlerweile einfach auch schön. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, ein kleiner Geheimtipp, finde ich. Wir haben da wirklich ein ganz lustiges Exemplar rausgearbeitet und wenn ihr an so ein Auto Interesse habt, guckt einfach mal. Vielleicht werden jetzt ja im Herbst die Cabriolets auch ein bisschen günstiger. Tendenziell ist es so, dass die im Preis steigen werden, bin ich mir ziemlich sicher, weil sie wirklich toll fahren, interessante Autos sind und mittlerweile selbst mich designmäßig überzeugen. Also bis dahin alles Gute, tschüss. Well,